heutigen Abends. Maggie, Mama, Morton! Standing on the chickies in my hand, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love all the girls and all the girls love me, because the system works, the system called reciprocity. Hit it! Got a little motto, always pulls me through. When you're good to mama, mama's good to you. Got a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my favorite pepper and ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When you pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. Are the ones the world adores. So boost me up, my ladder kid, and I'll boost you up yours. Let us stroke together like the prince and Jew. When you're stroking mama, mama stroking you. So what's the one conclusion I can bring this number to? When you're good to mama, mama's good to you. Oh yeah! Ist es heiß hier oder bin ich das? Hallo, wenn ich mich vorstellen dürfte, ich bin Maggie Morton. Ihr dürft Mama zu mir sagen. Wenn ihr Glück habt, nenne ich einen von euch heute Abend noch Daddy. Ja, ich bin sehr froh, heute hier zu sein und ja, ihr habt schon am Titel gehört vom Programm Coming Out. Ich habe eine Ankündigung, die ich machen muss. Und sei stark, Maggie. Ja, ich bin. Ich komme darauf zurück. Aber ja, ich bin Anime-Fan. Kleiner Scherz am Rande natürlich. Ich bin kein Anime-Fan. Comedy! Das ist immer so meine Lieblingsausrede. Comedy war nur ein Scherz. Just a prank, bro. Man kommt damit überall durch. Man kann das größte Arschloch sein. War ein Witz. So wie früher bei mir in der Schule. Diese Zettelchen, ihr kennt sie noch. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, nur ficken.
Und wenn dann das Nein zurückkommt, ja, es war nur ein Scherz, ja. Ich glaube, bei einigen Leuten muss das extrem überzeugend gewesen sein. Weil nur deswegen kann ich mir vorstellen, dass die jetzt mit 65 Jahren immer noch sagen, ist nur ein Witz. So diese ganzen dahergelaufenen Komiker. Da. Was war denn das? Egal. Nee, so dieses Fridays for Future. Und sobald man ihnen seine Meinung sagt, war doch nur ein Scherz, ich darf das, ich bin Komiker. Ja, bist du, Darling. Kein guter. Und dann kommen sie immer so hinterher, so, ja, heutzutage darf man nichts mehr sagen. Natürlich darfst du das sagen. Aber wenn ich der Meinung bin, dass du ein alter, schwacher Boomer bist, der nur noch hochkriegt, wenn er über 17-jährige Umweltschützer herzieht, dann darf ich das eben auch sagen. Ja, das ist so. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich bin. Er bringt mich ganz durcheinander, macht mich so ganz wuschig. Ja. Nee, aber ich meine, wir müssen auch ein bisschen Verständnis haben für die ganzen Boomer. Ich meine, früher war es so viel einfacher. Ich meine, früher gab es nur 3 TV-Sender. Mit einem Einkommen konnte man eine ganze Familie ernähren. Die Frauen waren in der Küche, wo sie hingehören. Und es gab nur 2 Sexualitäten. Es gab normal und Schwuchtel. Ja, es gab nur Schwule. Es tut mir leid, meine Damen, aber wir wissen alle, Lesben existieren nicht. Das sind alles nur Frauen, die noch nicht den richtigen Kerl gefunden haben. Wisst ihr, was ich immer so schön daran finde? Die Kerle, die das sagen, die meinen, die wären echte Kerle. Das finde ich immer das Hübscheste daran. Aber ja, früher war es halt relativ simpel. Es gab Schwarz und Weiß, heute haben wir einen Regenbogen der Auswahl. Und ich finde das wunderbar. Und ich finde das auch lustig, wir haben mittlerweile so viel Auswahl. Die sind alle aus ihren Löchern gekrochen und in andere reingeglitten. Dass wir mittlerweile Workshops haben, LGBT für Anfänger, LGBTQIA+ für Fortgeschrittene. Und ich finde es immer so lustig, wenn du mit Leuten darüber sprichst. LGBTQIA. Sag das mal 3-mal hintereinander. Und ich weiß, ihr seid eigentlich nur hier, um mich zu bewundern. Ich kann es verstehen. Aber es ist so wie in den Trickfilmen in den 90er Jahren, man muss auch was lernen. Und deswegen wird euch Mama Morten etwas beibringen. Und zwar ein bisschen so über das LGBTQ. Zum Beispiel, also okay, das L und das G muss ich, glaube ich, nicht so wirklich erklären. Lesbisch und schwul, also Lesbian und Gay. Ich glaube, wir haben hier genug Shoujo-Ei und Schon-Ei gesehen, um zu wissen, was das ist. Also das überspringen wir jetzt mal. Dann kommen wir zum B. Und bis vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, B, das ist ja so einfach. Oh boy, lag ich falsch. Also, wenn wir jetzt beim B, also bisexuell, über die Wikipedia-Einträge gehen, und wir wissen ja, Wikipedia ist von Männern geschrieben, es muss stimmen. Wikipedia definiert relativ klar, Bisexuelle stehen auf Männer und Frauen, also auf beides, also auf die 2 Dinge, die es gibt. Ja. Wikipedia sagt das, nicht ich. Und ja, das ist so das Prinzip, so, es wäre binär, es gibt nur das und das. Und als Gegenpol gibt es Pansexualität. Das hat nichts mit Peter zu tun. Und auch nichts mit Panpizza oder Flöten. Wobei zuerst eine nette Pizza und dann eine Runde Flöten wäre schon. Wo war ich? Genau, also Pansexualität ist, also
Per neuer Definition ist Bisexualität dasselbe wie Pansexualität, sprich, das Geschlecht ist egal, die Geschlechtsdefinition ist egal, die Geschlechtsidentität ist egal, also männlich, weiblich, alles dazwischen, alles außerhalb ist so ziemlich egal, alles geht, nur bei Pansexualität geht es darum, es kommt weniger auf den Körper an, sondern mehr auf das dahinter. Also man geht nicht nur durch die Klamotten durch, sondern auch noch in die Seele. Und ich habe es immer versucht so zu erklären, ja, wie erkläre ich das? Pokémon. Ja, weil ich habe jetzt letztes Jahr Pokémon Shield und Sword gespielt. Ja. Ich meine, da hast du so viele geile Viecher drin. Ich liebe das Farbschema. Und du hast da jetzt so die erste Frage, die dir gestellt wird. Wie siehst du aus? Und dann kannst du auswählen, wie du aussiehst. Was war die erste Frage im alten Pokémon? Ja, bist du Junge oder Mädchen? Ich dachte, du wärst der Professor, aber das ist so. Ich hasse diese Frage und du kannst dieser Frage einfach nicht entkommen. Du kannst dieser Frage einfach nicht mehr entkommen. Geburtsurkunde. Bist du Junge oder Mädchen? Versicherungen. Bist du Junge oder Mädchen? Steuerrechnung. Bist du Junge oder... Was interessiert das Finanzamt, ob ich Junge oder Mädchen bin? Es will mich trotzdem ficken. Sorry, das ist die pansexuellste Behörde, die es gibt. Ja. Aber eben, im Grunde genommen hieß es eben, Pan schließt alles mit ein und ich muss noch mal ganz kurz schauen, weil ich habe vorhin schon beim Proben geguckt. Ich überspringe immer die lustigsten Teile. Ist wie im Bett. Glaub mir, jeder Penis ist lustig. Aber ja, das ist auch das Problem, weil wir sind halt aufgewachsen so mit dem Glauben, XY-Chromosome, Penis, Mann. XX-Chromosome, Vagina, Frau. Weil, das haben wir in der Grundschule gelernt und wir haben in der Grundschule sehr vieles gelernt. Selbsthass, Überlebenstechniken, Minderwertigkeitskomplexe. Aber ich spreche jetzt über Dinge, die im Erwachsenenalter nicht mehr relevant sind. Zum Beispiel, dass die linke Gehirnhälfte die rechte Körperhälfte steuert. Bullshit! Oder, dass wir mit gewissen Teilen der Zunge nur gewisse Geschmäcker schmecken könnten. Glaub mir, wenn ich weiß, was meine Zunge machen kann, und das stimmt nicht. Und ich meine, bei mir war es jetzt wirklich so, ich war im Bauch meiner Mama, hatte so meine XX-Chromosomen und dann kam die Hormonfee vorbei, so Y-förmig. Penis! Und dann wurde ich geboren und der Arzt saß so da, Penis, Junge. Und ich war dann irgendwann alt genug. Ja, passt. Komme ich mir klar. Er hängt so an mir. Und wenn das eben bei dir der Fall ist, dass du das, was der Arzt dir am Anfang bei der Geburt sagt, was du wärst, auch das ist, was du wirklich bist, dann nennt sich das CIS. C-I-S. Lässt sich relativ einfach erklären, einfach mit den Worten. Wenn jemand diese dummen transphoben Witze macht, wie wenn jeder sein kann, was ich will, dann bin ich ein Helikopter,
ist die beste Antwort cis, cis, cis. Und ja, und du hast halt eben diese Fälle, wo das eben nicht ganz so zutrifft, wo dann einfach mal, wir kennen zum Beispiel das I in LGBTQIA, ist der Intersex. Das bedeutet, dass man mit Geschlechtsmerkmalen von beiderlei Geschlechtern geboren wurde. Das heißt zum Beispiel Penis und Vagina oder Penis und Eierstöcke und so weiter. Und dann gibt es noch ganz spezielle Fälle, ist jetzt falsch gesagt, aber das T steht für Trans, Transgender oder auch teilweise transsexuell. Und da hat sich ein Teil des Körpers in eine Richtung entwickelt und der Rest in eine andere. Der Rest hat sich gesagt, oh nö, ich mache mein eigenes Geschlecht mit Blackjack und Nutten. Hormone sind Arschlöcher. Und das sind so etwa 2% der Bevölkerung, also etwa gleich viele Leute wie rote Haare haben. Bei denen ist es so, ich versuche das immer zu erklären, wie erklärst du, dass jemand nicht das Geschlecht ist, das er laut Hormon haben sollte? Und wer von euch hat eine Playstation? Ja. Was für Spiele habt ihr da drauf? Ja, Spiele für die Playstation. Wer hat eine Switch? Ja. Was habt ihr da für Spiele drauf? Ja. Switch-Spiele. Und jetzt kommen wir in den Bereich, jetzt haben wir Leute, auf deren Playstation laufen nur Switch-Spiele. Oder auf deren Switch laufen nur Playstation-Spiele. Oder beides. Teilweise gleichzeitig oder abwechselnd. Oder weder noch. Und bei manchen laufen nur Xbox-Spiele. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist verwirrend, jetzt stellt euch vor, wie es den Betroffenen geht. Das ist falsch. Die gehören da nicht hin. Also, das ist recht heftig und das ist der Bereich zum Beispiel Non-Binary, wo du dann plötzlich hin und her wechselst. Zum Beispiel, es gibt da so viele Begriffe, ich kenne sie auch nicht alle. Gender Neutral, Neutrois, Gender Fluid und. Es gibt so viele Beispiele, die man da nennen könnte. Und die alle haben denselben Erzfeind, den ich damals im Gymnasium hatte, im Deutschunterricht. Pronomen. Ja, die deutsche Sprache ist wunderschön. Wir können so 20 Wörter aneinander reihen und wir haben ein neues Wort. Aber wir können kein Wort finden für Menschen, die weder er noch sie sind. Nein, es ist sachlich. Das funktioniert eben nicht. Und das ist jetzt der Witz. Du sitzt so da und die Leute sagen, ja, weißt du, es ist zu kompliziert. Wir haben Worte wie Alpha Kevin erfunden. Jedes Jahr, wenn ich die neuen Jugendwörter sehe, denke ich, wir haben das alles erfunden. Aber ich verstehe, die Pronomen, die sind schon wichtig. Die folgen in Deutschland einer sehr, sehr klaren Regel. Alles, was männlich ist, ist der. Alles, was weiblich ist die. Und alles, was ein Objekt ist das. Deswegen heißt es auch der Junge und das Mädchen. Der Ehemann und das Eheweib. Aber wisst ihr, was weiblich ist? Die Impotenz. Daran sind wieder die Mädels schuld. Schweine. Aber ja, ihr seht, mir ist diese Thematik recht wichtig, weil ich habe es vor einigen Jahren schon mal auf der Bühne erwähnt, aber ich möchte es wirklich nochmal erwähnen, mein Ehepartner ist non-binary trans und dementsprechend ist das halt eine Thematik,
die mir sehr persönlich sehr wichtig ist. Und jeder, der mir auf Twitter folgt oder auf Twitch folgt, weiß, was ich für ein elender Social Justice Warrior bin. Ich bin schrecklich. Ich auch immer, wenn ich streame, überall LGBTQIA+. Ich habe auch Probleme damit, teilweise jetzt auszusprechen. Und letztes Jahr kam dann einer auf mich zu. Du darfst diesen Hashtag nicht benutzen. Du bist hetero, du nimmst Leuten, die LGBTQIA streamen, also Leute, die es sind, du nimmst denen die Views weg. Und ich war so... Erstens mal muss ich erwähnen, der Kerl ist hetero, cis und sein Twitter-Account besteht nur aus seiner Freundin. Hätte ich vielleicht damals darauf achten sollen. Aber ich war geschockt, weil ich will ja niemandem schaden, also ich will ja niemandem wehtun, also unfreiwillig. Und ich habe dann mit meinem Schatz drüber gesprochen und mein Schatz kam dann eben auch an. Erstens, du repräsentierst mich. Ich bin trans. Du darfst. Und zweitens, du bist nicht so hetero, wie du meinst. Moi? Deine ganze Twitter-Pinwand ist voll mit Yaoi. Freunde von mir zeichnen das, ich unterstütze meine Freunde. Du liebst Drag. Du hast Frankenfurter gecosplayt. Drag ist eine reelle Kunstform und Rocky Horror Picture Show ist ein geiles Musical. Jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, flirtest du mit Richie. Mach ich gar nicht. Du hast eine Liste von Kerlen, die du dich aus dem Bett werfen würdest. Du lässt Jason Momoa da raus! Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Fisch. Aber Aquaman, da habe ich mich schon ein bisschen gefühlt wie Captain Iglo. Darf noch ein Fischstäbchen sein? Und da haben wir dann eben rausgefunden, ich bin scheinbar nicht ganz heterosexuell, der Fachbegriff nennt sich heteroflexible. Heteroflexibel und es ist so quasi, um es zu erklären, es ist so das Äquivalent von geiler Arsch, no homo. Oder, nein, es ist nicht schwul, wenn du mir einbläst. Oder man könnte es auch sagen, ich bin bi, aber wenn es um Männer geht, sehr wählerisch. Und wenn du das versuchst, jemandem zu erklären, kommt dann meistens so, das klingt aber schon ein bisschen schwul. Das ist es! Und ja, ich habe dann versucht, dem nachzugehen und das Lustige war dann eben auch so, no, ich habe so schon meine kleine Auswahl, Aragorn mit ungewaschenen Haaren, das ist wichtig, Loki, Captain America,
Ich meine, hallo, Civil War? Ich bin dein Helikopter. Ja, in dem Fall ja. Wenn er mich so festhält, bin ich alles, was er will. Hugh Jackman. Dann für mich persönlich Ryan Reynolds, vor allem in seiner Blade 3-Version. Oh ja. Und eigentlich Tom Holland ist mir ja ein bisschen jung. Aber habt ihr das Umbrella-Video gesehen? Der Junge bewegt sich, Junge. Hätte ich meinen Web auch fast verschossen. Aber ja, bei mir ist der Punkt, ich mag die alle, aber bei mir ist es meistens so ein Fall von oberhalb der Gürtellinie. Weil so unterhalb der Gürtellinie, ja, Penis kenne ich. Ehrlich gesagt, not impressed. Aber ja, so von daher, meine Sexualität ist im Moment im Facebook-Status, es ist kompliziert. Ich bin immer noch dabei, mich selbst zu finden. Manchmal finde ich mich auch mehrmals täglich. Ja, die ganzen Wichser hier im Publikum. Ja. Aber ich finde es lustig, ich habe auch mit Leuten darüber gesprochen und dann kam so das, ja, aber eigentlich ist ja jeder bi. Und nein, das ist so eine Aussage, die man immer wieder hört. Eigentlich ist jeder Mensch bi und ich muss dem widersprechen, nämlich aus zwei sehr relevanten Gründen. Nummer eins, das A in LGBTQIA, nämlich Asexualität. Und nicht jedes As oder Ace, wie sie genannt werden, ja, Kurzform für Asexualität ist As, ich liebe es. Und nicht jedes As, also ein As ist jemand eben, der keinerlei sexuelle Anziehung für jemanden empfindet, was aber nicht ganz stimmt. Es gibt asexuelle Menschen, da ist nichts, da ist ganz die können aber romantische Gefühle für jemanden entwickeln. Es gibt Fälle, die können keine romantischen Gefühle entwickeln, das ist dann aromantisch. Dann gibt es Fälle, für die ist es ganz, ja, fühlt sich nett an, aber dann gibt es die Fälle, die können zwar geil werden auf jemanden, aber nur wenn sie die Person kennen. Das nennt sich dann demisexuell. Und das ist so alles ein riesengroßer Bereich und da kann man nicht sagen, jeder ist bi. Und der zweite Grund, warum ich sage, nicht jeder Mensch ist bi, ist ein ganz anderer, viel simpler. Wenn jeder Mensch bi wäre, dann hätten die ganzen Arschlöcher, die ich vorhin schon erwähnt habe, von wegen lesbische Frauen, die noch nicht den richtigen Schwanz hatten, dann hätten die recht. Und denen wollen wir nicht recht geben. Plus, ich behaupte mal, mittlerweile hat jede Frau, die online unterwegs ist, genug Dickpics bekommen, um zu beurteilen, ob ihnen diese Dinger gefallen oder nicht. Mich stören auch Dickpics von Frauen, wenn ich sie einfach so geschickt kriege. Aber das ist so wirklich so... Dickpics. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich sage nichts dagegen, wenn jetzt ein Dickpic verschickt wird, wenn es die Leute untereinander gern haben. Ich habe auch schon das eine oder andere verschickt, aber Jungs, erstens mal, das Ding beeindruckt keinen. Und ich habe mich immer gefragt, warum schickt man einfach irgendjemanden ungefragt ein Dickpic? Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Panik. Ja, lass mich kurz erklären. Stellt euch vor, ihr seht dieses Mädel online. Ihr wollt sie anschreiben, aber das schreiben 500 andere Leute auch. Wie kann ich denn auffallen? Wie mache ich auf mich aufmerksam? Was, wenn das, was ich sage, nicht ankommt? Was, wenn sie mich übersieht? Was, wenn sie mich ignoriert? Was, wenn sie mich hasst? Was, und was, wenn du den Schuss verpasst? Penis!
einzige Grund, warum ich mir das wirklich vorstellen kann, weil, ich meine, wenn du jemanden fragst, ja, warum schickst du mir das? Hey, ja, ist ein Witz. Ja, ich sehe, dass dein Penis ein Witz ist, aber warum schickst du es mir? Und ich sag ja, und eben, wenn man schon so ein Foto verschickt, Jungs, diese pixeligen Dinger mit euren Handys, das ist 1999. Ich meine, wenn ich einen Dickpick verschickt habe, ja, dann habe ich mir was einfallen lassen. Ja, ein weißer, langer Bart, Nikolausmütze, ho, ho, ho. Oder Schnurrbart, Brille, Sombrero. Ja, das lohnt sich. Und ich meine, sorry, das war vor 15 Jahren. Ich meine, heutzutage haben wir Snapchat-Filter, Hundeohren, Glitzer. Seid kreativ! Oder macht es wie ich und lasst porträtieren. Perfekt ausgeleuchtet, perfekter Winkel, künstlicher Schweiß, schwarz-weiß, richtig ästhetisch. Also so ästhetisch eine Bockwurst mit Venen durchzogen halt sein kann. Oder, was ich ja vorschlagen würde, ich kenne sehr, sehr viele Yaoi-Zeichner und generell Hentai-Zeichner, also die ganzen Not-Safe-for-Work-Zeichner, die sind immer froh um Commissions. Und ich weiß, einige von denen, die haben so, die gehen auf Reddit, die haben so ihre Referenzschwänze. Aber glaub mir, ich glaube, das Ding hatten sie noch nicht. Und dann, ich meine, wenn sie sowieso Dickpics zugeschickt kriegen, dann kann man sie auch direkt dafür bezahlen. Gegen Aufpreis zeichnen sie es auch ein bisschen größer. Und ich habe ein paar Zeichner gefragt, wäre das eine Idee? Und die Antwort war so, ja. Marktlücke. Und das Schöne ist, was ich ja den Zeichnern empfehle, ich meine, ihr wollt ja wirklich das ganze Prachtstück einfangen. Ihr braucht da viele, viele Fotos aus verschiedenen Winkeln, Nahaufnahmen, verschiedene Belichtungen, horizontmäßig. Also mindestens 50 Fotos müssen da schon sein. Mindestens. Glaub mir, das macht er ein-, zweimal, dann verschickt er keine Fotos mehr. Dann hat er das oft genug gesehen, dieses Elend. Ich spreche aus Erfahrung. Aber ja, das ist so, ja, wo war ich? Dickpics mit Stil, ja. Aber das ist immer so lustig, wenn man dann über diese Dinge spricht und da fühlen sich die Leute so pikiert. Da sind sie immer sofort betroffen. Und ich muss noch mal gucken, wo ich war. Das Gute ist, ich habe ja Zeit. Nach mir ist ja nichts mehr. Ich war schon immer gern das Letzte. Ah, genau. Nee, aber, oder was auch ganz gut ist, ich meine, sorry, Leute, wir sind im Jahr 2020. Es gibt 3D-Scanner und 3D-Drucker. Ich meine, da habt ihr nicht nur eine 1:1 Kopie, sondern ihr könnt die auch nehmen und euch direkt selbst ficken. Hey, want my penis copy? Go fuck yourself. Okay. Sorry, mein Mund ist mit mir durchgegangen. Das passiert manchmal. Aber ja, das ist immer so, das sind so die Dinge, über die darfst du ja nicht reden. Wir haben vorhin gesagt, hey, das darf man gar nicht mehr sagen. Man darf sehr vieles sagen, aber sagen, dass der Partner non-binary ist oder dass man nicht hetero ist oder sich für Missbrauch oder so einsetzen, das ist dann auf Twitter interessant. Das ist dann eine Thematik, da hast du dann plötzlich die Nazis am Hals. Die versuchen dich zu doxen, die versuchen deine Infos rauszukriegen. Ich hatte diesen Spaß letztes Jahr.
wollte meinen echten Namen rausfinden, wollte rausfinden, wo ich arbeite. Ah, ich war arbeitslos, Bitch. Und das Schöne war aber auch, er war auch so doof, wie man es von einem Nazi erwarten kann. Er hat nichts gefunden. Außer, ja, der Kerl steht ab und zu im Rock auf der Bühne. Ja. Oh nein, du hast mich erwischt. Und er ist verheiratet. Ja, das heißt, ich hatte mindestens einmal mehr Sex als du. Aber ja, das sind so die Dinge, über die man nicht so sprechen darf. Oder auch Krankheiten, chronische Krankheiten, körperliche Krankheiten. Und ich habe gesagt, weißt du, die Leute kommen immer, ja, wie geht's dir? Und wenn du dann sagst, naja, ich hatte gerade 2 Stunden Durchfall und mein Arsch brennt wie ein Rammstein-Konzert. Da sind die pikiert. Was fragst du dann? Und ja, ich möchte hier eine Lanze brechen. Das klingt schmerzhaft. Zum Glück bin ich nicht Dieter Bohlen. Den Spaß hatte ich noch nicht. Ich habe mir nur schon selbst aus Versehen in die Eier gehauen. Das war schön genug. Aber bei mir ist es jetzt so, ich möchte mal wirklich eine Lanze brechen für Krankheiten, über die man nicht spricht. Bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel Reizdarm. Das heißt, ich kann mit Regelschmerzen sehr gut mitfühlen, weil sobald ich gestresst bin oder Angst habe, kriege ich Bauchkrämpfe. Was mich zum Beispiel sehr stresst, ist auf die Bühne zu gehen. Oder ich war jetzt zum Beispiel am Donnerstag 9 Stunden unterwegs hierher, 9 Stunden Autofahrt. Und es ist meistens, bevor die Fahrt losgeht, was, wenn ich Bauchkrämpfe kriege und plötzlich 2 Stunden aufs Klo muss? Da hast du Angst. Und diese Angst sorgt für Stress. Und der Stress sorgt für Bauchkrämpfe. Fuck you, Körper! Reizdarm ist ein Arschloch. Also, sehr nah dran. Und ja, spätestens jetzt will ich noch mal erwähnen, ich habe gesagt, dass dieses Programm nicht für Kinder ist. Aber ja, das ist so bei mir der Punkt. Und eben auch so auf die Bühne zu gehen, ist so bei mir so ein... Deswegen oft eine Forderung bei den Konzerten, bitte, wenn möglich, eigenes Klo zum Schutz der anderen Show-Acts. Ich meine, heute war es nicht notwendig, ich habe einfach seit Mittag nichts mehr gegessen. Nee, ich hätte einen Schnitz gewollt, aber das ist nachher zu. Gut, ich war gestern da und vorgestern da, und morgen da, aber ich hätte es heute auch gern. Was Gutes kann man immer wiederholen. Und ja, wo war ich jetzt? Genau. Und das ist so ein Punkt, wobei ich muss sagen, mein Reizdarm, der war auch nett zu mir. Weil nach meinem Reizdarm habe ich so viele Schulausflüge verpasst. So, ich könnte jetzt eine Woche mit den Typen verbringen, die mich verprügeln, mich fertig machen, mich nackt aus der Dusche vor die Kabine zerren und mich im Schrank einschließen. Oder ich könnte jetzt eine Stunde Durchfall haben. Dankeschön. Ah ja, Schulzeit. Das war, ja. Das ist eben auch so ein Punkt, über den ich nicht sprechen darf. So, aber was ich auch sagen will, ich wurde massiv in der Schule gemobbt. Ich war massivem Mobbing ausgesetzt und deswegen leide ich mittlerweile an Depression und an Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom ist was Tolles, das heißt, egal was du erreichst, du hast es nicht verdient. Sprich, ich stehe momentan hier vor euch auf der Bühne und bin voll davon überzeugt, dieses Programm ist scheiße. Ich sehe scheiße aus. Ihr seid alle nur nett und ihr habt einfach nichts Besseres zu tun. Ich meine, okay, der letzte Teil stimmt. Aber ja,
das ist so, und das sind so die Dinge, da hat man immer so ein bisschen Angst, die zu nennen. Und ja, wie soll ich sagen, was ich schön finde, ist in der Anime-Szene darf man darüber sprechen. In der Anime-Szene, finde ich, kann man darüber sprechen, weil hier ist es akzeptiert, hier ist es egal, welches Geschlecht man hat, welche Sexualität man hat. Hier ist man willkommen, und das ist auch der Grund, warum ich hier offen darüber sprechen möchte, weil das ist hier so der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich aus meiner Depression rausgefunden habe. Und wir sind halt wirklich am Punkt, dass ich sagen muss, gerade in der Anime-Szene, es ist egal. Es ist wirklich egal, ob. Gut, erst wegen den Depressionen und Minderwertigkeitskomplexen. Ich weiß, die Hälfte der Leute, die auf die Showbühne gehen, haben dasselbe Problem. Ich glaube, man muss unter Minderwertigkeitskomplexen leiden, um auf die Bühne zu gehen. Aber ja, Anime-Cons sind ein sicherer Ort, und hier ist egal, ob du schwul bist, lesbisch, bi, trans, queer, intersex, asexuell, Otterkind, furry, drag, christlich, muslimisch, jüdisch, hindu, depressiv, ADHS, Asperger, OCD, reizsam, blond, braun, rot, hell, dunkel, Star Wars, Star Trek, Harry Potter, Lord of the Rings. Und es ist egal. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Show so genannt habe, wie ich sie genannt habe, Coming Out. Weil ich Magnificent Mama Morton, kurz Maggie, ich bin Shinji Schneider. Ich habe ADHS, ich habe Minderwertigkeitskomplexe, ich habe Imposter-Syndrom, ich habe Depressionen, ich bin seit 2 Jahren in Psychotherapie. Ich lebe in einer polyamorösen Beziehung, ich bin heteroflexible, habe Reizdarm und bis heute weder Harry Potter noch Game of Thrones gesehen. Und das war mein Coming Out. Danke. Und ich hasse Perücken. Okay. Danke, David. Habt ihr schon noch, aber danke, David. Ja, das kannst du direkt selbst behalten. Hallo. Hallo. Darf ich vorstellen, das ist Q. Ich wollte mit ihr schon seit 2 Jahren endlich mal was anstellen. Ja. Aber nicht jetzt. Und jetzt? Nein. Da, hier. Nein, nicht. Stopp! You say the price of my love is a price you're not willing to pay. You cry, and a tear you hurl in the sea when you see me
war. I will fight the fight and win the war. For your love, for your grace, and I love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. Throw anything we had. Love and push comes to shove. I will kill all your friends and family. Do it in my Das ist nicht mit mir gemacht, das macht ihr selbst. Irgendwann muss man ja den sauber machen. Gingy. Da kommt nichts.出会いに色はなくたモノクロ吹き抜ける痛みごと日々委ねましょう傷跡強くなぞ容赦ない秋が来た涼しい指手招くままに溶けた後の焼けや氷みたいな私を優しくすくった上唇で遊ぶそれらの一つの愛の形を探す遠くよりも今の結んだ慣れた瞳はできればこのまま包まれても終わりたい二人だけだった淡い腹月が隠れてる
Hoppala, ich hab da richtiges Durcheinander angestellt. Sauerei. Aber tut mir leid, ich wollte nur schon lange mal was mit dir machen. Weißt du so. Das willst du mit mir machen? Ja? Wäre schon nice. Ja, okay, dann lass es uns tun. Jetzt? Du wolltest doch. Ja, Hast du noch nie zuerst. gemacht? Und nicht den Schwanz einkneifen. Hast du noch nie gemacht? Ich doch auch nicht. Das stimmt schon. Weißt du denn, wie man es macht? Wir mussten den Priester auch genug dabei zusehen. Okay, dann bitte mach's mit mir. Okay. Ich muss mich nur kurz vorbereiten. Ja, okay, ich mach auch. I'm about to do it for the first time. And I'm gonna do it with a girl, a special girl. It makes my heart kind of flutter, makes my heart kind of blur. I can't believe I'm about to baptize her. He will baptize me. He will hold me in his arms and he will baptize me. Right in front of everyone, he will set me free. When he looks into my eyes, I've been baptized. I'm gonna baptize her. Baptize me. In the ring of glory. I'm ready. Everything I got, and I'll make her back for more. As I wash her free of sin, and it'll be so good. She'll love me to baptize her again. Entschuldige, ich brauche noch eine Minute. Never known a boy so gentle. One like him is hard to find. A special kind who makes my heart kind of flutter like a moth in a cocoon. I hope he gets to baptizing me soon. I'm gonna baptize you. I'm through with all my study. He's gonna baptize me. I'm ready to let you do it, and it will set us free. It's time to be immersed, and I'm so happy you're about to be my first. Also, bist du bereit? Ja, also wie tun wir's? Zuerst halte ich dich fest, Ja, dann nehme ich deinen Kopf, ja, dann drücke ich ihn runter ja. und dann... I just baptized her. She got doubts, my heavenly Father. I just baptized the girl. I'm full like Jeff. I'm wrapped with salvation. We just went all the way. Praise be to God. I'll never forget this day. I baptized you. Baptize me. I got you good. Baptize me. You wanna more, baby? Baptize me. Einen großen Applaus für Kio. Ich liebe diese Frau. Ja, ich weiß, es ist nicht meins.
Hab's nur ausgeliehen. Aber Handschuhe sind scheiße. Ich will dir noch ein bisschen Platz machen. Aber ich habe wirklich schon seit über 2 Jahren versucht, mit Q endlich mal zusammen zu singen. Wir haben es nie geschafft. Und wir haben uns sorry, ist im Moment ein bisschen. Und Q hat sich für mich bereit erklärt, mir hier als moralische Unterstützung zur Seite zu stehen heute, weil ich war sehr nervös vor dieser Show, wie ihr euch vorstellen könnt. Und einer der Punkte, die wir im Vorfeld gehabt haben, war, dass mir Q sehr viele Songideen geschickt hat. Kann ich bitte die Handfunke haben? Dankeschön. Und jetzt können wir wechseln. Und ja, jetzt bin ich viel lauter. Und eine der Songideen war so, den kannst du singen, der ist perfekt für deine Stimme. Und ich saß da, stimmt nicht. Ich habe es einmal gehört und danach habe ich mir gesagt, fuck, den Song kriegst du nie wieder raus, was musst du ihn singen? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ihr werdet alle dasselbe denken. Deswegen bitte den nächsten Song. When the humble bard praised the ride along, with Geralt of Rivia, along came this song. When the white wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves and his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit. They broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced up tender meat, and so cried the witcher, he can be bleed. That's a coin to you, witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh ho. That's a coin to you, witcher, oh valley of plenty. At the edge of the world are the devil's hordes that bashes and breaks you and brings you to mourn. He thrust every elf up on the shelf, high up on the mountain, from whence it came. He wiped out your past, God kicked in his chest. He's a friend of humanity, I'll give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, the leader, the villain, the bullet of hell. That's the coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh ho. That's the coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh ho. That's a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh ho. That's a coin to your witcher, and friend of humanity. Dankeschön. Ich habe noch genau einen Song, den ich jetzt machen möchte, aber ich möchte vorher noch ganz kurz ein paar Dinge sagen. Erstens, danke, dass ich heute mit dieser Show hier sein durfte. Danke, dass ich überziehen darf. Geht so sehr überziehe ich nicht, aber ihr könnt euch denken, diese Show bedeutet mir verdammt viel. Ich war noch nie, ich mache seit 15 Jahren. Genau. Aber ihr seid meine Familie.
mit euch kann ich darüber sprechen und deswegen war mir das so wichtig, diese Thematik so breit wie möglich auf die Bühne zu bringen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Leute Probe lesen lassen, um sicher zu gehen, dass ich nichts faktisch Falsches sage, dass ich nichts Triggerndes anspreche, sondern einfach wirklich nur erkläre und unterhalte. Und ich werde morgen ich glaube Signierstand ist es, werde ich morgen meinen Merch aufbauen. Das habe ich jetzt die ganze Con nicht gemacht, weil heute saß ich wirklich nur hinter der Bühne und habe mir Panik geschoben. Aber morgen werde ich da sein und wenn ihr auch niemanden habt, dem ihr davon erzählen könnt, ich bin da. Wenn ich nicht gerade bei anderen Showgruppen sitze, werde ich da sein. Und mir ist es wichtig, dass ihr jemanden habt, mit dem ihr sprechen könnt. Und ja, das ist so im Grunde genommen, was ich mehr oder weniger sagen wollte. Und es gibt jetzt nur noch einen Song, den ich bringen möchte. Und als ich vor 2 Jahren gemerkt habe, dass ich Depression habe, war es durch diesen Song, weil ich gemerkt habe, wie fertig der mich gemacht hat. Normalerweise sind so Steh-auf-Männchen-Songs, die Songs, die mich richtig machen. Und der habe ich nur runtergezogen und das war so ein Fall von Scheiße. Und ich will nicht nur negative Dinge erzählen, ich arbeite seit Dezember wieder. Ich habe wieder einen Job. Also sprich, ich habe mich aus dem Burnout zurückgekämpft. Ich hatte Glück. Ich hatte wirklich Glück, dass ich die richtigen Medikamente hatte, die ich zu Hause vergessen habe. Ich bin ja an der Con, da ist das okay, aber ich habe Medikamente, ich habe eine gute Psychotherapeutin, ich habe einen wunderbaren Partner, ich habe wunderbare Freunde, ich habe Anime-Conventions und ich habe jetzt nach 2 Jahren hatte ich Glück, wieder eine gute Stelle zu finden, bei der ich jetzt glücklich bin, wo ich auch frei nehmen kann für Cons. Und genau der Song, der mich damals so runtergezogen hat, ist jetzt der Song, der, glaube ich, am besten rüberbringt, was ich im Moment fühle. Und bitte den letzten Song. I'm not a stranger to the dark. Hide away, say we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Hide away, they say no one will love you as you are. But won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am whom I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause
Gonna send for no drama. This is brave, this is Bruce, is this who I'm meant to be? Look out, 'cause 'Cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Here I come. This is me. Danke. Ja, dann nehmt eigentlich Sau. Okay.